Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Schall und Rausch. Und wir schließen nahtlos da an, wo wir aufgehört haben, nämlich mit dem Aufhören. Yes. Und als ich mir so Gedanken gemacht habe über die Folge, kam mir eins so in den Sinn, wie man im Englischen Addiction sagt, ist dieses Add, also dieses Hinzufügen, mir so präsent geworden. Weil nichts anderes ist die Sucht. Man fügt etwas hinzu. Und eigentlich ist das ganz cool, oder? Wir haben gerne extra Dinge. Wir lernen gerne extra Dinge. Wir fügen gerne extra Dinge hinzu. Und auch ein Partner, Partnerin kann ein Add-on sozusagen sein. So, also ist eigentlich hinzufügen was Gutes. Es kann aber auch auf die lange Sicht wie so ein Parasit sein. Oder wie eine Klette. Diese winzig kleinen Pflanzenbällchen, die man dann irgendwie an den Klamotten hat und nicht los wird und zieht und zerrt und dann irgendwelche Löcher in den Klamotten hat. Und beim Alkohol, auch beim Nikotin, das ist nochmal ein anderes Video, das ist auch so eine krasse Klette, die wahnsinnig schwer ist zu besiegen, aber yes, ein anderes Mal. Hat man erstmal etwas hinzugefügt, was sich gerne wie ein Parasit auch verhält, dann gibt es erst wieder Probleme, wenn man das Gefühl hat, ich glaube, ich würde jetzt gerne nochmal ohne weiterleben. So. Und es ist interessant, weil in der deutschen Sprache sind alle Wörter, die im weitesten Sinne was mit Suchtmitteln zu tun haben und wie man davon wieder Abstand sozusagen nimmt, haben alle was mit Trennung zu tun. Entzug, loswerden, frei werden, Entwöhnung. Und man kämpft da sozusagen auch nicht nur mit der körperlichen Sucht oder mit dem Substanzmittel, sondern vielmehr auch mit den Gewohnheiten, mit den Verknüpfungen, was diese psychische Abhängigkeit bei Alkohol so gravierend macht. Weil Alkohol, wie ich das schon im ersten Video gesagt habe, immer zu ganz bestimmten Ritualen, Zeiten, vielleicht auch zu Gefühlen, zu Festen einfach dazugehört. Und dann hat man nicht nur diese körperliche Abhängigkeit vielleicht, wenn jemand sehr viel konsumiert hat, sondern auch die psychische Abhängigkeit. Was mache ich denn, wenn ich frustriert bin? Was mache ich, wenn ich Feierabend habe? Was tue ich, wenn ich was feiern will? Und ich weiß ja gar nicht, darf ich mich jetzt einfach freuen, ohne ein Gläschen zu trinken? Genau. Und deshalb ist es so schwierig, wieder zu dem Punkt zu kommen, an dem man ein Leben gelebt hat ohne diese Substanz. Als Kind hat man sich gefreut. Als Kind konnte man feiern, als Kind konnte man auch seine Trauer ausdrücken, als Kind konnte man auch Stress haben, als Kind ist man von der Schule gekommen und konnte das auch genießen. Und es gab diesen Punkt, da kannte man dieses Add-on gar nicht. Viele Jahre später ist es nicht mehr wegzudenken. So. Und als ich aufhören wollte, loskommen wollte, frei werden wollte, war ich an dem Punkt für mich, dass ich nicht gesagt habe, oh, ich muss mich davon trennen, von dieser liebgewordenen Gewohnheit, sondern es ist mir so lästig. Ich kann es einfach nicht mehr ertragen, es gehört nicht mehr zu mir. Es ist wie ein drittes, viertes, fünftes Bein. Ich will es nicht mehr. Wie ich dahin gekommen bin, das erzähle ich euch gleich. Vorher noch ein kleiner Gedanke, den ich mir so gemacht habe, als ich drüber nachgedacht habe, was man da hinzufügt. Weil natürlich viele sagen, ja, der Alkohol hilft mir aber kommunikativ zu werden, lockerer zu werden, sozialer, entspannter, mehr Freude zu zeigen. Mehr. Und ja, das stimmt. Das scheint ja erstmal ein nettes Add-on auch zu sein. Das Problem ist, dass es nicht nur die Eigenschaften verstärkt, die wir uns gerne wünschen. Und dass die manchmal auch so eine kleine Fata Morgana sind, dazu ein anderes Mal, sondern auch die schlechten Eigenschaften, die wir eigentlich so gerne im Alltag unterdrücken. Also, wenn jemand ein Problem hat, seine Wut oder Aggression zu kontrollieren,
das im Alltag vielleicht ganz gut schafft, mit Alkohol, ciao mit V, geht es oft ab. Wenn man ein Problem hat, sein Geld richtig einzuteilen oder es für unsinnige Dinge auszugeben und es einfach so zu verschleudern, mit Alkohol ward nicht mehr gesehen. Alkohol ist echt eine Geldverbrennmaschine. Ja. Ist jemand tollpatschig, neigt dazu, sich zu verletzen, Dinge vielleicht kaputt zu machen. Guess what? Alkohol verstärkt diese negative Eigenschaft. Neigt jemand zu Depressionen und zu Ängsten? Ja, das ist so meine Kategorie und auch die treibt der Alkohol auf die Spitze. Vielleicht nicht in allen Momenten, aber spätestens nach ein paar Stunden und ganz bestimmt am nächsten Tag. Aber dann volles Pfund. Ja, also Alkohol ist ein Verstärker und manchmal kommen bestimmte Probleme oder bestimmte Zustände auch erst durch den Alkohol. Aber weil das so schleichend passiert, haben wir es vielleicht gar nicht gemerkt und wir haben langsam so gedacht, ja, das bin ja ich. Ich bin einfach so. Ich gehe einfach mit vielen Menschen ins Bett. Ich kann mich einfach nicht beherrschen. Ich muss einfach jedem sagen, was für ein Idiot er ist. Ich kann einfach nicht anders. Gut, ja. So, kleiner Exkurs in die Verstärkung. Und jetzt erzähle ich einfach mal weiter. Weil ich habe ja irgendwann aufgehört. Und warum und wie? Ich habe euch ja schon erzählt, dass es vor ein paar Jahren echt eine Krise in meinem Leben gab. Und dass sich jeder Tag einfach nur noch schwerer und härter anfühlt. Und dann bin ich alleine in meine Wohnung gezogen, hatte ganz viel Zeit, um alleine nachzudenken, um mich zu bemitleiden, um in einen Opfermodus zu verfallen und um wahnsinnig viel alleine zu trinken mit meinem Best Buddy Toxic Alkohol. Und in diesen Zuständen kam so ein großes Bedauern. Vielleicht kennt ihr das. Es war nicht mehr so, oh, ich feiere so mein Leben, sondern was ist denn das? Ich bin bald alt und nichts geht voran und ich sitze einfach hier und es kam diese absolute Lebensschwere, diese absolute Lethargie, absolute Depression, auch Suizidgedanken und einfach so ein Bereuen der letzten Jahre. Es kam wirklich so ein absoluter Geist der Schwere über mich, fast fühlbar. Und auch wenn das Leute vielleicht für spooky und keine Ahnung, ich hatte schon immer das Gefühl, dass mich so etwas in manchen Punkten meines Lebens so in die Tiefe ziehen will. Und eine andere Kraft, ich sage, es ist Jesus und ich weiß es aber, mich wieder aufbauen wollte, mich gesucht hat, so wie es in der Bibel beschrieben wird, wie der gute Hirte, der der die Herde zurücklässt und sagt so, boah, ich suche das eine verlorene Schaf, das sich da irgendwie in den Zäunen verfangen hat und das mies drauf und depressiv ist und eigentlich gar nicht genau so weiß, wo denn die Reise alleine so hingehen sollte, der kleine Ausflug nach draußen und es jetzt bereut, aber aus falschem Stolz oder Scham nicht zurückkommt. Ja, ich glaube, in dem Punkt habe ich mich befunden. Und in dieser ganz schweren Zeit habe ich tatsächlich auch im betrunkenen Zustand angefangen, wieder zu beten. Das war so ein, boah Gott, wenn es dich wirklich gibt und auch wenn ich irgendwie mit einem Gott groß geworden bin, persönlich habe ich dich nie wirklich erlebt und wahrscheinlich hast du auch keinen Bock mehr auf mich und ja, es ist alles blöd gelaufen, ich weiß. Also so ein bisschen suchend, ein bisschen anklagend und aber eher auch verzweifelt. Die meisten Menschen würden sagen, ja, wenn man anfängt zu Gott zu beten, dann muss es schon ganz schlimm sein. Und eigentlich wäre das Schöne, dass wir immer mit Gott reden können, sowohl wenn es uns gut geht, auch wenn es uns neutral geht, immer. Aber die meisten Leute beten tatsächlich erst in einer Krise zu Gott. Und dann meint man ja, ihr mögt es vielleicht selbsterfüllende Prophezeiung nennen,
Aber ich glaube, sowas habe ich tatsächlich noch nicht erlebt. So eine Präsenz in meinem Zimmer, fast körperlich spürbar und eine Wärme und ein Feuer, dass ich wusste in dem Moment, als ich so gebetet habe, ja Herr, komm, ich habe keinen besseren Plan für mein Leben, ich komme nicht weiter, dass mich so eine Liebe ergriffen hat und so eine Hoffnung, dass ich erstmal so sprachlos war. Ja. Und dann habe ich geweint. Und warum das so schön ist, ich habe jahrelang nicht richtig weinen können. Diesen riesigen, ekelhaften Kloß an Enttäuschung und unerwiderter Liebe und Bedauern und Selbstmitleid und Wut und Enttäuschung und Bitter. Kloß, den viele Leute haben, die auch sagen, ja, ich habe gar keinen Zugang zu mir, ich kann gar nicht richtig fühlen, ich fühle mich wie betäubt. Dieser Kloß wurde mit, weiß ich nicht, wie vielen tausend Tränen erstmal weggeschwemmt. Ja, gut. So viel zu meiner Begegnung mit Gott. Aber weiter getrunken habe ich schon noch. Erstmal. Ja. Als es dann mit meiner Beziehung zu Gott wieder ein bisschen aufwärts ging, ich habe den Kontakt wieder aufgenommen, habe ich mich tatsächlich weniger bei meinem toxischen Freund Alkohol gemeldet, aber doch schon noch. Ja. Und wenn ich mich gemeldet habe und wir den Abend zusammen verbracht haben oder auf irgendwelchen Geburtstagen, dann war es wieder so, dass die so katastrophal lange geendet sind. Es war nicht zu kontrollieren. Wenn man erstmal anfängt und sagt, ja, nee, 3, 4, das geht total gut und entspannt los und nahm immer diese Wendung, ja. Und mir fielen zu der Zeit irgendwie wie Schuppen von den Augen 3 furchtbare Situationen ein, die ich mit Alkohol erlebt habe, bei denen ich immer, wenn ich drüber nachgedacht habe, mir echt so nicht nur die Schamesröte, sondern auch richtig, mir das Herz so richtig schwer wurde. So. Ich merkte schon, diese Situation, die will ich eigentlich gar nicht mehr in meinem Leben haben, an denen knabber ich. Ich gebe euch die mal ganz kurz im Schnelldurchlauf, meine 3 schlimmsten Erlebnisse mit Alkohol wieder. Und zwar einmal habe ich jemanden kennengelernt, den habe ich irgendwie betrunken am Kiosk angesprochen und dann haben wir uns nochmal getroffen und dann bei ihm und dann ist er übergriffig geworden und es ist nicht meine Schuld. Ich will mich nicht selber als das Opfer beschuldigen, aber hätte ich nicht getrunken, hätte ich die Situation viel früher anders eingeschätzt, wäre auch viel früher gegangen, weil es gab einfach Warnsignale so. Und ich glaube, unter normalen Umständen hätte ich den nie besucht. Wir hatten gar nicht viel miteinander zu tun, es gab da gar keine Basis. Und danach habe ich mich furchtbar gefühlt, furchtbar. Und ich habe nicht so sehr ihm die Schuld gegeben, sondern zu der Zeit mehr mir. Ich komme immer in diese Situation, du hast es nicht anders verdient. So Stimmen waren in meinem Kopf. Einmal die Situation. Die zweite, ich habe eine Freundin wahnsinnig enttäuscht, als ich betrunken war und auf einem Geburtstag jemanden geküsst habe, der ihr wahnsinnig am Herzen lag. Und sie hat mir wohl am selben Abend wohl noch gezeigt auf ihrem Geburtstag, dass es dieser Typ ist, den sie gerne mag. Ich habe das aber irgendwie nicht mitgeschnitten oder irgendwie zugenickt und das wieder vergessen. Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht bewusst gemacht, aber furchtbar. Ich habe mich so geschämt und sie hat mir so leid getan und ich fand das so blöde, weil danach ist unsere Freundschaft auch, wer hätte es gedacht, unsere Freundschaft auch so ein bisschen fallonisiert. Und es war wieder eine Bestätigung, wie bist du geworden? Das ist doch furchtbar. Ja, eine Situation hatte ich, die natürlich irgendwie legendär war und man erzählt ja so gerne betrunkene Geschichten, aber eigentlich ist die für eine fast 30-jährige Frau damals traurig. So, ich war im Urlaub mit einer Freundin und ich hatte den totalen mega Blackout. Also ich weiß in ganz vielen Stunden einfach gar nichts mehr. Ich bin aufgewacht, ich habe mir ein Stück von meiner Nase angebrochen, meine Schuhe waren weg, ich hatte die Beine aufgeschürft und ich weiß einfach ab einem bestimmten Zeitpunkt gar nichts mehr. Ja, wir waren da auf Bali und waren da in irgendeinem Laden trinken und ich weiß nicht, wie wir nach Hause gekommen sind. Ich weiß nicht, was passiert ist. Nur noch so ganz grob. Und auch wenn das eine legendäre Geschichte ist, hat mir das richtig Angst gemacht. So, was ist mit dir? Du bist doch nicht mehr 18. Naja, diese Punkte, die hatte ich in meinem Kopf. Und ich merkte schon, Gott hat einen anderen Plan. So, das war, glaube ich, so das Gefühl, was ich auf dem Herzen hatte. Aber Gott wieder zu mir gesprochen hat, dass er mich lieb hat, dass ich wertvoll bin in seinen Augen und dass er einen coolen Plan mit mir hat, stand das irgendwie dem so im Wege. So diese Absturzgeschichten und diese Stimme in meinem Kopf, die sagt mir, wie furchtbar ich bin und dass ich keine Kontrolle über mein Leben habe. Die andere Stimme, die mir sagt, du bist wertvoll und wir kriegen die Sachen auch wieder auf die Kette. So. Und dann bin ich auf YouTube gewesen und
Ich habe mir nie solchen Content angeguckt. Nie. Also über Alkoholproblematiken habe ich früher noch nie irgendwas gehört, gelesen. So schlimm war es ja noch nicht. Und da bin ich auf ein Video gestoßen, auch von einer jungen Journalistin aus Bayern. Das kann ich gerne verlinken und ich danke ihr auch sehr dafür. Und sie hat ihre Geschichte erzählt und es hat mich so getroffen, weil sie war jetzt auch keine wohnungslose, körperlich Abhängige, die ihren Job verloren hat oder ihre Kinder oder das Jugendamt kam und hat die Kinder weggenommen. Nein, keine so eine Horrorgeschichte, sondern dieses ewige innere Scheitern, dieses nicht weiterkommen, dieses sich beruflich aufopfern, dieses sich menschlich aufopfern und trotzdem kommt man nicht weiter und fühlt sich so schlecht. Man kommt aus diesem grauen, ekligen Dunst gar nicht mehr raus. Ja, als sie so ihre Geschichte erzählt hat mich das wahnsinnig getroffen. Und das war der Startpunkt, als ich angefangen habe, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ich habe mir alle möglichen Podcasts angehört, ich habe mir irgendwelche Fachliteratur durchgelesen und vor allem habe ich Gott gefragt, was denkst du denn drüber? Die Leute in der Bibel, die trinken auch Wein und Bier, aber natürlich nicht in der Häufigkeit. Es war auch nicht so verfügbar, wie es heute war und auch nicht die Umdrehung, die es heute hat. So hat sich langsam mein Bild von Alkohol verändert. War es für mich vorher einfach nur schön und Party, habe ich jetzt immer mehr so Fallen und Lügen bemerkt. Ja. Und trotzdem war ich noch nicht ganz an dem Punkt, wo ich sagen konnte, ich höre komplett auf. Es war mehr so, da soll man jetzt ein bisschen wachsam sein. Da sollte ich aufpassen. Da sollte ich es einschränken. Und diesen Gedanken haben tatsächlich viele in all diesen Podcast-Folgen oder auch wenn ich mich mit Freundinnen oder so unterhalten habe, die nicht mehr trinken, ist diese Phase, wo man sagt, man probiert es zu reduzieren, nicht besonders erfolgreich. Wenn man Alkohol schon mal für seine Gefühle missbraucht hat oder eher gesagt, Alkohol hat einen selbst für seine Zwecke sozusagen missbraucht und für seine Agenda, dann ist das mit den ganzen Regeln nur samstags, nur 2 Bier, nicht wenn ich traurig bin, nicht wenn ich Liebeskummer habe, nur wenn es was Schönes gibt, nur in Gesellschaft. Diese ganzen Regeln kann man eine Zeit lang irgendwie durchboxen, aber alle, von denen ich gehört habe, haben die früher oder später wieder über Bord geworfen, diese Regeln. Oder waren halt noch stärker drin, weil sie sich ja so lange zusammengerissen haben und das so anstrengend ist. Ja. Und dann hatte ich den finalen Tag. Es war Pandemie, es war ein Geburtstag. Wir waren aber nur 4 Leute, das will ich jetzt anmerken. Und weil man nur bis 21 Uhr raus durfte, habe ich dann da übernachtet. Und mir ging es am nächsten Morgen richtig, richtig schlecht. Ich habe gar nicht gedacht, dass ich wieder so viel getrunken habe, aber es ging mir richtig, richtig übel. Und es war ein Sonntag. Zu dieser Zeit hatten wir sonntags von der Gemeinde, die ich neu für mich, für Gott entdeckt habe, oder halt neu in die Gemeinde, die Gott mir geschenkt hat oder die ich gefunden habe, so, hatten wir Online-Gottesdienst, immer sonntags nachmittags. Und tatsächlich habe ich den wahnsinnig geliebt. So, ich kannte die meisten Leute noch gar nicht, also dann fast auch nur online vom Sehen. Aber es hat mich so ermutigt und es hat mir so eine Freude gemacht und ich habe Sonntage einfach wirklich geliebt. Ich kann es nicht anders sagen. Und dann bin ich nach Hause gekommen an diesem Sonntagmittag von dem Geburtstag. Es ging mir so schlecht, dass ich mich an der Bahnhaltestelle übergeben musste. So. Neben mir stand eine Familie mit Kindern, die irgendeinen Ausflug, vielleicht in den Zoo, vielleicht in den Park, was auch immer. So. Und ich stehe neben dieser Familie und muss mich in den Mülleimer übergeben. Mit fast 30. Das ist jetzt 1,5 Jahre her, so, ja. Wie traurig ist das? Dann bin ich nach Hause gefahren und habe im Bett gelegen und nur so nebenbei online an diesem Gottesdienst teilgenommen, weil das war auch schon ein bisschen interaktiv. Man hat schon ein bisschen miteinander geredet. Also mehr tatsächlich so ein Gesprächsaustausch auch. Und ich war so traurig, dass ich in so einem Zustand war.
Und ich habe mich so schlecht gefühlt. Nicht so sehr, dass jetzt irgendjemand schimpft und sagt, hier, das darfst du aber nicht machen, wenn du hier an christlichen Sachen teilnimmst, sondern was für ein verschwendeter Tag. Dieser Tag hätte so schön sein können. Ich hätte so viel machen können. Ich hätte mich so freuen können, wie jeden anderen Sonntag auch. Aber dieser Alkohol, er hat es schon wieder geschafft, mir den Tag zu ruinieren. Ich war es natürlich, der ihn getrunken hat, aber zum ersten Mal war es, ich will es nicht mehr. Es stört mich, es ist das. Und dann habe ich den Entschluss gefasst, ciao, mit V. Wir kommen nicht mehr zusammen. Ich habe mir erstmal so unsicher, wie ich war, gesagt, ja, ich höre jetzt erstmal ein Jahr auf. Aber es ist so schön, dafür ist ja ein Jahr viel zu kurz, um dann wieder anzufangen. Dafür ist ja ein Leben viel zu kurz, um zu trinken. Weil was ich euch mitgeben möchte, man gewinnt so viel. Nicht nur einen ganzen Tag, den man nach dem Feiern wirklich hat. Man steht auf, man erinnert sich noch. Man muss nicht 1000 Tabletten schlucken oder irgendwelche Entgiftungssachen und Cremes und Masken auftragen, weil man wieder fürchterlich aussieht. Man braucht auch nicht im Handy nachschauen, wen habe ich denn geschrieben, welche Nummern habe ich da eingespeichert, was habe ich gestern verpasst, verloren, was fehlt, was ist kaputt gegangen, wen habe ich beleidigt, wen habe ich enttäuscht. Das fällt einfach weg. Es fallen wirklich viele Probleme weg. Und als ich aufgehört habe, hatte ich natürlich viele freie Abende oder viele freie Situationen, die ich neu füllen musste, was auch eine Herausforderung war, aber was nochmal eine coole Herausforderung war, weil ich auf einmal wieder Dinge gemacht habe, die ich ganz früher mal gemacht habe, was an Kreativität, an irgendwelchen Spielen, an wirklich wieder Kochen, an vielen Dingen einfach. Aber vor allem, ich musste neu lernen, mit meinen Gefühlen umzugehen. Wenn ich gestresst bin, wenn ich fröhlich bin, wenn ich Feierabend habe, wenn ich nicht weiter weiß, was mache ich dann? Alleine hätte ich das ganz bestimmt nicht geschafft. Also ohne Jesus und Gott, weiß ich nicht, wäre ich vielleicht irgendwann zum Entzug gegangen oder hätte mich vielleicht einer Gruppe angeschlossen, wenn das so weitergegangen wäre. Ne? Körperliche Alkoholiker, die unterscheiden sich nicht so sehr von den psychischen Alkoholikern. Manchmal liegen da nur 10, 20 Jahre zwischen. So musste ich auch erst begreifen, dass die nicht so viel schlechter sind. Die haben vielleicht nur noch einen Schicksalsschlag mehr, noch eine schwierige Situation in ihrem Leben zusätzlich gehabt, weshalb das Leben in die Richtung gegangen ist. Aber sonst unterscheidet uns einfach nichts. Ja, das musste ich einmal lernen. Und dann musste ich lernen, alles abzugeben an Gott. Und in den Situationen, in denen es mir scheiß ging, immer noch, ja, da bin ich am Beten. Das ist meine Stärke so. Und trotzdem, das ist ja jetzt hier nicht nur ein Podcast für, das ist gar kein Podcast, ja, YouTube, sowas, ja, egal. Das ist ja jetzt auch nicht nur für Leute, die Gott schon kennen oder was auch immer. Ich würde euch natürlich immer dazu ermutigen, euch auch professionelle Hilfe zu holen, auch körperlich vielleicht abzuchecken, was geht ab. Also da bin ich kein Leugner, da bin ich kein Gegner. Ich war 2-mal in Therapie. Die hatten gute Strategien, aber die haben halt das Loch in meinem Herzen nicht gefüllt. Ich kann die Strategien immer noch gebrauchen und ich bin ihnen dankbar und sie sollen ihre Arbeit wirklich gut weitermachen und vielen Leuten helfen, aber sie konnten das Loch in meinem Herzen einfach nicht füllen. Und das ist oft das Problem. Leute, die lange in einer Sucht hängen, die wissen, dass es scheiße ist, so, aber die haben gar keinen Grund aufzuhören. Wofür? Wofür soll man sich dem stellen, wenn es doch nichts gibt, was einen Ersatz bringen könnte? Ja, deshalb. Ich ermutige jeden, sich Hilfe zu holen. Holt euch auch wie ich Fachliteratur, hört euch Podcasts an, auch vielleicht zu dem Einfluss von Alkohol auf Depressionen und Angststörungen, über Alkohol, häusliche Gewalt
und Missbrauch, wie da die Zusammenhänge sind, weil die gehen leider sehr miteinander einher. Darüber kann ich ein anderes Mal noch reden. So, ich glaube, ich habe jetzt wieder wahnsinnig viel gesagt. Für heute soll es mal genug sein. Wir werden weiter über Alkohol reden, aber das nächste Video wird spezifisch auf den Unterschied zwischen Religion und persönlicher Beziehung zu Gott. So, ja, genau. Also wer Alkohol-Content will, bleibt trotzdem dran. Der kommt wieder. Alles kommt wieder. Seid gesegnet und vielen Dank fürs Zuschauen und Anhören. Und auch für die Geduld, dass das Video jetzt ein bisschen länger war. Ich weiß, viele sind wahrscheinlich von TikTok wesentlich kürzere Inhalte gewohnt. Aber ich danke euch, dass ihr euch da so durchgebissen habt. Jo, dann macht es gut. Ciao mit V. Gott befohlen und ne?